Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, ist es dieses Mal ein recht kurzes Video geworden. Auf jeden Fall dreht sich dieses Mal alles um den Kreisverkehr. Um genau zu wissen, wie ihr vorgehen müsst, solltet ihr den genauen Handlungsablauf kennen, um den Kreisverkehr befahren zu können. Darum werde ich zunächst einmal die 10 Schritte dieses Ablaufes durchgehen. Der erste Punkt: Kreisverkehr erkennen. Punkt Nummer 2: Geschwindigkeit anpassen. Drittens, runterschalten. Punkt 4, Vorfahrtssituation erkennen. Fünftens, Rad- und Fußgängerüberwege beachten. Punkt Nummer 6, bei Verkehr warten, wenn frei, zügig weiterfahren. Siebtens, vor Ausfahrt blinken. Punkt 8, Schulterblick. Der 9. Punkt ist Fußgänger und Radfahrer beachten und anhalten. Und der letzte 10. Punkt ist Ausfahren in Klammern Blinker aus. So, das war dann der komplette Handlungsablauf. Ich werde jetzt aber auf die einzelnen Punkte einzeln eingehen. Kommen wir zum ersten Punkt, den Kreisverkehr erkennen. Hier in diesem Beispiel habt ihr oben auf der rechten Seite, wie man hier sehen kann, dieses Verkehrszeichen, woran ihr dann in erster Linie erkennen könnt, dass dort ein Kreisverkehr kommt. Aber man kann hier auch noch wunderschön drauf erkennen, welche Ausfahrt wohin führt. Wir müssen den Kreisverkehr übrigens an der zweiten Ausfahrt verlassen. An manchen Kreisverkehren, wenn dort keine Kurve vorhanden ist, könnt ihr auch anhand des Schildes Kreisverkehr erkennen, dass dort ein Kreisverkehr kommt. Nur in unserem Fall können wir dies natürlich nicht erkennen, weil dort eine Kurve ist. In den meisten Fällen habt ihr in eurem Prüfgebiet aber Ortskenntnis. Heißt also, ihr wisst ganz genau, wo Kreisverkehre sind und wo nicht. Dann geht's weiter und wir kommen zu Punkt 2 bzw. Punkt 3, weil die beiden Punkte können zusammengelegt werden. Auf dieser Höhe solltet ihr dann eure Geschwindigkeit anpassen und in den zweiten Gang runterschalten. Denkt daran, dass man nur so schnell fahren sollte, dass man jederzeit gefahrenlos anhalten kann. Dann folgt ein relativ wichtiger Punkt, nämlich Punkt 4, Vorfahrt erkennen. Hier kann man schon aus etwas größerer Entfernung erkennen, habt ihr das bekannte Kreisschild mit dem Vorfahrt gewähren. Und auf diese Schildkombination solltet ihr unbedingt achten, weil auch nur dann ist es ein richtiger Kreisverkehr, so wie ihr ihn kennt. Hier habt ihr aber mal ein paar Beispiele, wie das auch aussehen könnte. Also selbst wenn ihr nur dieses Kreisverkehrsschild habt, wie auf dem Beispielbild unten links zu erkennen, dann wäre das kein richtiger Kreisverkehr, weil das Vorfahrtgewährenschild dazu fehlt. Also hättet ihr quasi auf diesem Bild an jeder Beispielkreuzung rechts vor links. Also achtet darauf, dass zu dem Kreisschild dieses Vorfahrtgewährenschild immer dabei steht. Was dann die Vorfahrt betrifft, muss sich dann als Einfahrender in den Kreisverkehr Vorfahrt gewähren. Bezieht sich dann aber auf alle Verkehrsteilnehmer, sprich Autos, Radfahrer und Fußgänger. Dann kommt der 5. Punkt, Rad- und Fußgängerweg beachten. Zunächst einmal achtet ihr erstmal nur auf Rad- und Fußgänger und lasst die Autos komplett weg. Diese können dann selbstverständlich von der linken, aber auch von der rechten Seite kommen. Falls dann welche kommen, haltet ihr genau vor dem Fußgängerüberweg an. Wichtig ist hier, dass sobald Fußgänger und Radfahrer weg sind, dass man sofort weiter nach vorne fährt. Aber ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Punkt 6. Bei Verkehr warten, wenn frei, zügig weiterfahren. Hier könnt ihr euch dann voll und ganz auf die linke Seite konzentrieren, weil nur von dieser Seite die Autos kommen. In diesem Fall kommen keine Autos, also könnte man zügig weiterfahren. Und man muss dazu sagen, selbst wenn sich ein Fahrzeug im Kreis befindet, könnt ihr teilweise reinfahren. Besprecht das aber am besten mit eurem Fahrlehrer, weil das ein bisschen schwierig ist, da hier drauf einzugehen. Hier habe ich nochmal Punkt 6 bei Verkehr warten. Wenn also Fahrzeuge kommen sollten, dann haltet ihr am besten direkt vorne vor der Fahrbahn an, damit die Fußgänger und Radfahrer hinter eurem Auto trotzdem rüberkommen. Und um nochmal von gerade darauf zurückzukommen, bis zu diesem Punkt fahrt ihr auch vor, sobald die Fußgänger und Radfahrer weg sind.
Hier wäre dann ungefähr der Punkt, wo man anhält. Denkt daran, direkt zurück in den ersten Gang, am besten, wenn das Auto noch rollt, und achtet natürlich auf den Blinker der ankommenden Fahrzeuge. Benutzt am besten auch den Trick, mit der Kupplung zu spielen, um schneller anfahren zu können. Fragt aber am besten wieder euren Fahrlehrer oder schreibt's in die Kommentare. So, jetzt geht's weiter in den Kreisverkehr rein. Und hier kann man dann wunderschön erkennen, dass man die komplette rechte Seite einsehen kann in Bezug auf Fußgänger und Radfahrer. Punkt 7. Vor der Ausfahrt blinken. Wichtig hier, achtet darauf, dass ihr erst blinkt, wenn man an der letzten Ausfahrt vorbei ist. Was in unserem Fall diese hier wäre. Und viele Schüler machen da den Fehler, dass sie viel zu früh den Blinker setzen, was dann natürlich sehr böse Folgen haben kann. Und deswegen solltet ihr auch an der letzten Ausfahrt vorbei sein, bevor ihr den Blinker anmacht. Punkt 8 ist dann der Schulterblick. Zunächst einmal haltet ihr aber erstmal hier Ausschau, ob sich da irgendwelche Fußgänger oder Radfahrer nähern. Und erst dann macht ihr den Schulterblick nach rechts, um den toten Winkel abzusichern. Und achtet hier wieder drauf, den Schulterblick nicht zu spät zu machen. Dann kommt Punkt 9, Fußgänger und Radfahrer beachten und anhalten. Falls ihr anhalten müsst, fahrt am besten nicht weiter als bis zu dieser Markierung. Also genau bis vor den Radstreifen. Falls du anhalten musst, um zu warten, achte darauf, dass du vor dem Losfahren erneut einen Schulterblick machen musst. Was sehr wichtig ist, weil in der Zeit kann natürlich von rechts jeder Hans und Franz kommen. Und da man natürlich hinten keine Augen hat, wird das dann kritisch, ne? Dann kommen wir zum letzten Punkt, ausfahren und vergewissern, dass der Blinker aus ist. Um keine anderen Verkehrsteilnehmer zu verwirren, muss natürlich der Blinker aus sein. Ab und an könnte das mal sein, dass dies nicht automatisch passiert, also müsst ihr den Blinker unter Umständen manuell mit dem Finger ausmachen. Das war also erstmal der komplette Handlungsablauf bei einem Kreisverkehr. Ich habe euch aber noch mal ein paar Sachen rausgesucht, die sonst noch wichtig sind. Hier habt ihr zum Beispiel einen Kreisverkehr ohne Zebrastreifen, also Fußgängerüberweg. Hier muss ich aber genauso wie immer alle Fußgänger und Radfahrer rüberlassen. Also ändert sich quasi gar nichts. Dann solltet ihr als nächstes beachten, dass der innere Teil im Kreisverkehr nicht überfahren werden darf. Und dabei ist es ganz egal, ob das eine Verkehrsinsel ist, wie in dem Fall, oder ob es nur Fahrbahnmarkierungen sind. Große und lange Fahrzeuge dürften da ausnahmsweise drüber fahren. Hier kommt jetzt als nächstes auch ein sehr wichtiges Beispiel, weil das hier ein bisschen anders ist mit den Radfahrern. Hier seht ihr zunächst erstmal die Radfahrerin auf der rechten Seite, die hier quasi mit uns zusammen in den Kreisverkehr reinfährt. Und hier sieht man das jetzt recht gut, weil der Fahrschüler fährt einfach weiter und der bemerkt das quasi gar nicht. Aber ihr müsst aufpassen, weil wenn der Radfahrer neben euch ist bzw. fährt, müsst ihr da generell 1,50 Meter Abstand einhalten können. Tue ich das nicht, ist dies eine Gefährdung und ich könnte durchfallen. Ihr solltet an dieser Stelle auf jeden Fall auch einen Schulterblick nach rechts machen, um dort keine Radfahrer zu übersehen. Und hier habt ihr auch direkt das Beispiel dafür, warum man den Schulterblick da unbedingt machen sollte. Dann gibt es auch natürlich noch die mehrspurigen Kreisverkehre. Ich würde euch da auch gerne was drüber zeigen, aber ich habe da leider in der kleinen Stadt hier eher weniger mit zu tun. Und die Leute, die hier Prüfung machen und meine Schüler zum Glück auch nicht. Und außerdem würde das Video dann noch wieder viel zu lang werden. So, der Prüfer wird euch natürlich immer ansagen, aus welcher Ausfahrt ihr den Kreisverkehr verlassen sollt. Und es wird selbstverständlich nur beim Verlassen der Ausfahrt geblinkt.
Und dass natürlich nur nach rechts geblinkt wird, das versteht sich doch hoffentlich von selber, oder? So, und jetzt sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich habe nur dieses Mal das Gefühl, als wenn ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Ich weiß nicht was. Vielleicht habe ich ja Glück und ich komme im Laufe der nächsten Tage noch drauf. Dann versuche ich das noch mit einzubauen, soweit ich das dann noch hinbekomme. Falls euch irgendwas auffällt, was ich vergessen haben könnte, solltet ihr es mir bitte umgehend mitteilen. Falls ihr Fragen haben solltet, schreibt das da einfach unten hin. Und wenn ihr Glück habt, kriegt ihr eine Antwort. Ich wünsche euch was. Danke fürs Vorbeiseppen. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal. Fahrt vorsichtig, haltet das Lenkrad gerade. Haut rein.